Nach dem Shooting und Abschluss aller Aufnahmen gilt es sich der Tourerstellung zu widmen. Bevor mittels der entsprechenden Software diese jedoch zum fertigen Produkt zusammengesetzt werden kann, müssen alle Aufnahmen noch gesichert und gegebenenfalls bearbeitet werden. Dieses Kapitel widmet sich der technischen Umsetzung der Produktion von 360-Grad-Lernszenarien. Dabei wird schrittweise auf Datensicherung, Bearbeitung und die Retusche der 360-Grad-Aufnahmen sowie die Tourerstellung mit 3D Vista eingegangen. Neben den Textbausteinen stehen Ihnen Videotutorials speziell für die Tourerstellung mit 3D Vista zur Verfügung. Sie erläutern die einzelnen Schritte vom Import der Panoramabilder bis hin zur Erstellung von Hotspots und Aktionsflächen. Auch auf die Verwendung der Skin-Funktion und den Aspekt der Publikation wird näher eingegangen. Ohne diesen Inhalten vorweggreifen zu wollen, möchte ich schon jetzt konkret auf die Veröffentlichungsoptionen innerhalb von 3D Vista eingehen. Grundsätzlich gilt, für die Veröffentlichung der Anwendung sind 2 Schritte notwendig. Zum einen der Export der Anwendung aus 3D Vista heraus und zum anderen die Bereitstellung der exportierten 3D Vista-Datei. Innerhalb 3D Vista wird dieser Vorgang Publizieren genannt. Was den Export angeht, bietet die Software eine Menge an Optionen unterschiedlichster Art. Für den Alltag an der Hochschule sehen wir insgesamt 3 Varianten, auf die wir hier näher eingehen wollen. Standalone, online via Browser, offline über ein VR-Headset. Schauen wir uns die einzelnen Publikationsformen etwas näher an. Variante 1, Standalone. Die Bereitstellung einer Standalone-Anwendung hat den Vorteil, das fertige Produkt direkt über ein bzw. mehrere Endgeräte, PC oder Tablets anbieten zu können. Werden keine externen Inhalte wie beispielsweise H5P-Inhalte verwendet, können die Anwendungen sogar komplett ohne Internetverbindung auskommen. Das heißt, der Autonomiegrad der Nutzung ist sehr hoch und ermöglicht es außerdem einer geschlossenen Gruppe, die Anwendung bereitzustellen. Ebenso besteht die Möglichkeit, über einen Download die Anwendung auch breiter zu verteilen. Der Nachteil von Standalone-Anwendungen liegt in der Verteilung der Anwendung auf die Endgeräte sowie der Aktualisierung neuerer Versionen. Hier gilt es, sich im Vorfeld sehr gut zu überlegen, wie man mit dem Thema der Aktualisierung umgehen möchte. Bei Produktionen, bei denen von Beginn an klar ist, dass diese nur bedingt einer Aktualisierung unterliegen, ist die Verteilung über einen Download-Link sicher sehr vorteilhaft. Werden jedoch Neuerungen und Optimierungen nicht ausgeschlossen, ist das Handling bezüglich der Aktualisierung mit Handarbeit an den eigenen Geräten verbunden und schließt einen Versionsunterschied bei den Endgeräten der Studierenden nicht aus. Variante 2, online via Browser. Die Bereitstellung der Anwendung über eine URL bietet viele Vorteile. Neben der direkten Erreichbarkeit über eine URL bzw. einen QR-Code bis hin zu einer optimalen Gewährleistung bezüglich der Aktualität der Anwendung bei Optimierungsanpassungen bzw. Erweiterungen. Der Nachteil liegt bei der notwendigen Internetverbindung und der Berücksichtigung von speicheroptimierten Panoramen bzw. des verwendeten zusätzlichen Contents. Je größer das Projekt angelegt ist, desto eher können volumenreiche Videos, Grafiken und Animationen zu Ladeverzögerungen oder gar Abbrüchen führen. Hier gilt es konsequent schon von Beginn an speicheroptimiert zu denken, um spätere Probleme zu vermeiden. Variante 3, offline über VR-Brille. Als eine weitere Form der Veröffentlichung und Nutzung der Anwendung kann auch ein VR-Headset genannt werden. Der Immersionsgrad ist bei diesen 360-Grad-Lehr-Lernszenarien am größten. Leider muss man jedoch auf externen webbasierten Content, wie es H5P darstellt, verzichten. Auch können nicht alle Aktivitäten oder Aktionen, die 3D Vista onboard zur Verfügung stellt, genutzt werden. Gleiches gilt für den Skin. Auch dieser ist noch nicht im Headset nutzbar. Größter Nachteil ist jedoch, dass die Anwendung nur über ein Headset, also eine Oculus Quest 2 oder 3 oder eine Pico 2 und höher erlebt und genutzt werden kann. Jedoch stellt die Immersion und das Erleben der neuen Technologie einen enormen Mehrwert gegenüber der rein browserbasierten Darstellung dar. Zusammenfassend kann gesagt werden, es ist wichtig, schon zu Beginn einer Produktion die 3 möglichen Publikationsoptionen entsprechend mitzudenken.
Sie haben Auswirkungen auf den Produktionsprozess und eventuell auch auf den didaktischen Aufbau der Interaktionselemente. Für PC und Tablet bedarf besonderer Einstellungen bei der Produktion in 3D Vista. Hier müssen im Vorfeld Einstellungen vollzogen werden, die eine optimale Darstellung auf dem PC, aber auch auf dem Tablet ermöglichen. Gleiches gilt auch für die Veröffentlichung der Anwendung über ein VR-Headset.